Hallo und willkommen. Dies ist ein tolles Rezept für überbackene Süßkirschen, ein Clafoutis oder auch Kirschenmichel oder Kirschenplotz. Es gibt viele Rezepte, aber dieses enthält kein Gluten und nur sehr wenig Kohlenhydrate. Und es ist denkbar einfach. Zuerst rühre ich den Teig zusammen, damit er noch etwas aufquellen kann. Man kann das auch mit Hilfe eines Schneebesens machen und braucht keinen Mixer. In eine Schüssel werden zunächst die trockenen Zutaten gegeben. 45 Gramm fein gemahlene Mandeln, ca. 20 Gramm Zucker und 10 Gramm Hafermehl oder ein anderes Mehl, wenn ihr euch um Gluten keine Sorgen machen müsst. Alles wird kurz untergerührt. Dann kommt noch eine Messerspitze ausgekratzte Vanille dazu, sowie eine Mischung aus 100 Gramm Sahne und 50 Gramm Milch und zum Abschluss der Zutaten ein Ei und Eigelb. Außerdem gebe ich noch einen Esslöffel Rum in den Teig. Der sorgt für ein gutes Aroma und lässt den Teig auch noch lockerer werden. Wer keinen Alkohol verwenden will, kann oder darf, lässt ihn einfach weg. Alles wird gut vermengt, ohne es jedoch schaumig zu schlagen und bis zum Gebrauch zur Seite gestellt. In dieser Zeit können die Zutaten ein wenig quellen. Der Backofen wird schon mal auf 180 Grad Celsius vorgeheizt. Hier habe ich Süßkirschen, die ich entsteinen werde, da ich es zivilisierter finde, den Auflauf zu essen, ohne Kirschsteine ausspucken zu müssen. Die Kerne müssen am Stielansatz herausgezogen werden. Ich habe hier eine Rundzange aus unserer Werkstatt und damit geht es ganz gut. Die Spitze wird in den Ansatz gesteckt und die Zange geöffnet, dann drückt man die Spitze in die Kirsche und kann auch schon den Stein spüren, den man nun mit der Zangenspitze ergreift und herausziehen kann. Dabei kann man die Zange noch ein bisschen hin und her drehen, aber es sollte ganz einfach gehen. Gut ist es, wenn man die Kirschen 3 bis 4 Tage bei Raumtemperatur hat liegen lassen, am besten verteilt auf einem Papier. So können sie noch etwas nachreifen und trocknen. Dann haben sie tiefrote Kerne, so wie hier. Allerdings hat man die Kirschkerne nicht ohne Grund früher im Clafoutis gelassen. Wie Pfirsiche und Aprikosen auch, enthalten Kirschkerne Amygdalin, welches geschmacklich Bittermandel ähnelt. Deswegen werde ich die Kirschen mit Marzipan füllen, welches diesen typischen Geschmack hat. Dazu schneide ich Marzipan-Rohmasse in kleine Würfel von knapp einem Zentimeter Kantenlänge und fülle die Kirschen damit. Die Auflaufform wird mit weicher Butter ausgestrichen. Man kann die Butterschicht auch noch mit Nudelgrieß bestreuen, um ganz sicher zu gehen, dass nichts haften bleibt. Bei mir hat es aber auch so funktioniert, ohne diesen zusätzlichen Arbeitsschritt. Man kann natürlich auch eine große Form nehmen und den Clafoutis am Tisch verteilen. Die Kirschen werden in die Form verteilt und mit dem Teig aufgefüllt. Oder erst der Teig eingefüllt und dann die Kirschen verteilt, was mir besser gefällt, denn die Kirschen neigen dazu, beim Einfüllen in Bewegung zu geraten. Jetzt wandert der Auflauf für gute 25 Minuten in den Ofen. Bei einer großen Form dauert das Backen dann um die 40 Minuten. Der Teig sollte fest und leicht gebräunt sein. Jeder Ofen ist anders, also aufpassen. Sind die Kirschen sehr frisch oder auch wenn nicht so viel Teig in der Form ist, kann es sein, dass beim Backen Kirschsaft austritt, so wie bei diesem Schälchen. Beim Kochen und Backen sitzt man nie drin und die Ergebnisse sind immer ein wenig anders. Man muss nun abwarten, denn heiß sollte man die Kirschen nicht essen. Wer will, kann natürlich eine Kugel Vanilleeis oben aufgeben, dann kühlt er ganz schnell ab. Aber eigentlich isst man den Auflauf am besten lauwarm. Wer will, kann die Oberfläche auch noch mit etwas Puderzucker bestreuen. Das sieht immer sehr nett aus. Der Auflauf hat einen wunderbaren Geschmack nach den Kirschen und dem Marzipan. Süßkirschen und Marzipan zusammen mit dem Mandelteig ergänzen sich sehr gut. Ich hoffe, ihr probiert diesen Nachtisch einmal aus. Hier ist die Zutatenliste. Süßkirschauflauf, Clafoutis für 2 bis 4 Personen.
Ca. 250 Gramm dunkelrote Süßkirschen, 45 Gramm fein gemahlene Mandeln, 10 Gramm Hafermehl, glutenfrei oder anderes Mehl, eine Messerspitze Vanille, 20 Gramm Zucker, ein Eigelb, 100 Gramm Sahne, 32% Fett, 50 Gramm Milch, eventuell ein Esslöffel Rum oder Kirschwasser, 20 bis 30 Gramm Marzipan zum Füllen. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer, guten Appetit!